Wir starten in die nächste Ausgabe des MSFS Newsradars. Heute geht es um ein wichtiges Update für den Synaptic A220, neue Inhalte auf PlayStation, Ärger rund um Flight Sim TO und weitere Fortschritte bei SimUpdate 6. Außerdem gibt es ein kurzes Update von FS Reborn zur Sting S4 und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Synaptic Simulations hat ein weiteres umfangreiches Update für den A220 veröffentlicht. Version 1.0.3 ist im Marketplace für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 verfügbar und konzentriert sich vor allem auf Performance, Stabilität und mehrere gemeldete Systemfehler. Nach Angaben des Entwicklers kann die Überarbeitung von Displays, Cockpit und Kabinenmodell auf einzelnen Systemen bis zu 30% mehr durchschnittliche Bilder pro Sekunde bringen. Dafür wurden unter anderem die Cockpit-Schatten sowie die Interaktion mit den Klapptischen in der Kabine deaktiviert. Behoben wurden außerdem mehrere WASM-Abstürze, Probleme mit Simbrief und Navigraph, fehlerhafte Terrain-Darstellungen auf dem Display der Navigation, falsche Warnmeldungen sowie Fehler bei der Landeleistungsberechnung und der teilweise problematischen Fahrwerksfederung. Und die Arbeiten gehen direkt weiter. Das nächste Update auf Version 1.0.4 ist laut aktuellem Changelog bereits für den 11. August 2026 vorgesehen. Es soll unter anderem weitere Probleme bei der Flugplanung, der APU, dem TCAS, Höhenbeschränkungen und der Kartendarstellung beheben. Zu der Meldung rund um den A220 fällt meine Einschätzung nach wie vor etwas vorsichtig aus. Positiv ist, wie schnell Synaptic auf die Kritik und die gemeldeten Probleme reagiert. Gleichzeitig zeigt die bereits angekündigte nächste Aktualisierung aber auch, dass der A220 weiterhin intensiv nachgebessert werden muss. Wer bislang mit dem Kauf gewartet hat, sollte deshalb beobachten, wie sich Performance und Stabilität nach Version 1.0.4 entwickeln. Rund eine Woche nach der Veröffentlichung am 28. Juli für PC und Xbox gibt es bisher leider weiterhin keine Anzeichen für einen baldigen Release auf Sonys PlayStation. Bei FS Reborn gibt es ebenfalls ein Update und zwar zur Sting S4. Die native Version für den Microsoft Flight Simulator 2024 ist nun, wie vergangene Woche bereits angekündigt, auch auf Xbox verfügbar. Besitzer der bisherigen MSFS 2020 Version erhalten das Upgrade, wie auch schon am PC, kostenlos, unabhängig davon, ob sie das Flugzeug ursprünglich im Marketplace des MSFS 2020 oder 2024 gekauft haben. Und sehr erfreulich, parallel läuft bereits der Test auf PlayStation. Die Veröffentlichung dort soll folgen, sobald die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind. Mein Fazit zu dieser Meldung: FS Reborn hält den angekündigten Zeitplan ein und zieht die Plattformen Schritt für Schritt nach. Gerade für Xbox ist das ein erfreuliches Update, während die PS5-Version offenbar ebenfalls nicht mehr allzu weit entfernt ist. Auch bei SimUpdate Nummer 6 geht die Entwicklung weiter. Nachdem die Wildnisflüge aka Bushtrips im MSFS 2024 grundsätzlich in der Beta zurückgekehrt sind, hat Microsoft nun 8 weitere Routen freigeschaltet. Neu verfügbar sind unter anderem Flüge durch Österreich, Deutschland, die Schweiz, Wales oder entlang der Ostseeküste. Aufgerufen werden sie innerhalb der Beta über das Aktivitätenmenü unter Wildnisflug. Zusätzlich wurden weitere kleinere Verbesserungen rund um diese Aktivitäten vorgenommen. Microsoft sammelt weiterhin Rückmeldungen und Fehlerberichte, bevor SimUpdate 6 regulär veröffentlicht wird. Ein konkretes Datum dafür gibt es aktuell noch nicht. Mein Eindruck dazu: Die Wildnisflüge waren im MSFS 2020 für viele eine besonders schöne Möglichkeit, neue Regionen kennenzulernen. Dass die Auswahl nun Schritt für Schritt zurückkehrt, ist deshalb erfreulich. Gleichzeitig hoffe ich, dass Microsoft SimUpdate 6 erst dann veröffentlicht, wenn die Tests wirklich abgeschlossen sind und das Update stabil läuft. Lieber etwas später und sauber als zu früh und mit neuen Problemen. Stellen Sie bitte auch noch die Rücken den senkrechten Platz Ihrer Tischchen hoch.
FlightSim.to ist eine der größten Plattformen für kostenlose Erweiterungen rund um den Microsoft Flight Simulator am PC. Auf Xbox und PlayStation ist die Plattform dagegen nicht nutzbar, weil dort Erweiterungen grundsätzlich über den InSim Marketplace bezogen werden müssen. Rund um FlightSim.to gibt es aktuell Kritik. Auf der Plattform war kurzzeitig ein kostenpflichtiges, sogenanntes Curated Bundle erhältlich, das mehrere von der Community erstellte Freeware-Liveries zusammenfasste. Die einzelnen Lackierungen konnten weiterhin kostenlos heruntergeladen werden, für das gebündelte Paket wurde jedoch Geld verlangt. Besonders problematisch ist dabei, dass mehrere beteiligte Ersteller eigenen Angaben zufolge weder informiert worden waren, noch der kommerziellen Nutzung zugestimmt hatten. Einer davon erklärte sogar, gar nicht am Creator-Programm von FlightSim.to teilzunehmen. Das Angebot an sich verschwand kurz nach Beginn der öffentlichen Kritik wieder. Eine offizielle Erklärung von FlightSim.to liegt bislang nicht vor. Erste Konsequenzen gibt es bereits. Das bekannte Livery-Team Use, das bei den diesjährigen Flight Sim Awards mit dem Picasso Award ausgezeichnet wurde, stellt seine offiziellen Veröffentlichungen und Updates auf FlightSim.to mit sofortiger Wirkung ein und wechselt vollständig auf den eigenen Use Hub. Meine Einschätzung dazu ist hier etwas umfangreicher. Selbst wenn sich FlightSim.to möglicherweise auf entsprechende Regelungen in seinen Nutzungs- und Teilnahmebedingungen berufen kann, ist die fehlende direkte Kommunikation mit den betroffenen Erstellern aus meiner Sicht problematisch. Freeware lebt vom Vertrauen und vom freiwilligen Engagement der Community. Und genau dieses Vertrauen sollte eine Plattform nicht durch eine kommerzielle Bündelung ohne vorherige transparente Kommunikation aufs Spiel setzen. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit aber auch, wer sich freiwillig für ein Creator-Programm anmeldet, sollte sich vorher genau anschauen, welchen Bedingungen und Nutzungsrechten er dort zustimmt. Wenn eine kommerzielle Nutzung darin tatsächlich eindeutig geregelt ist, kann man dem Plattformbetreiber anschließend nicht grundsätzlich vorwerfen, von diesen vereinbarten Rechten Gebrauch zu machen. Entscheidend ist für mich deshalb die Frage, welche Rechte FlightSim.to bei den konkret betroffenen Liveries tatsächlich hatte, insbesondere bei Erstellern, die nach eigenen Aussagen gar nicht am Creator-Programm teilnehmen. Eine offizielle Stellungnahme von FlightSim.to lag bis zur Fertigstellung dieses Videos leider weiterhin nicht vor. Genau deshalb lässt sich dieser Fall im Grunde momentan auch noch nicht abschließend bewerten. Ich bleibe dran. Ein besonderes Augenmerk möchte ich in dieser Woche auf den InSim Marketplace von PlayStation legen. Microsoft hat gleich 13 weitere Fluggeräte für Sonys Plattform freigeschaltet. Dazu gehören unter anderem die Rafale C von Azure Poly, die F406 Caravan 2 von INI Builds, die Hawk T1 von Just Flight sowie der Chinook und die Osprey von Miltech Simulations. Ebenfalls enthalten ist der A380 von Braddock, den ich bereits in einem Newsradar-Spezial ausführlich behandelt habe. Meine Haltung hierzu ist eindeutig und diesen Inhalt kann ich daher nicht empfehlen. Seht euch ergänzend bitte gerne auch das Newsradar-Spezial an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Unterm Strich würde ich sagen, die Auswahl an Drittanbieterfluggeräten auf PlayStation wächst erfreulich weiter. Und unter den Neuveröffentlichungen finden sich einige sehr interessante Inhalte von teilweise sehr renommierten Drittanbietern. Viele wünschen sich allerdings nicht nur weitere Fluggeräte, sondern auch andere Erweiterungen wie neue Airports, Szenerien und endlich auch weitere Liveries. Und genau hier besteht auf PlayStation aus meiner Sicht weiterhin deutlicher Nachholbedarf. Und damit sind wir am Ende des MSFS Newsradars für diese Ausgabe angekommen. Jetzt interessiert mich natürlich wieder eure Meinung. Welche Meldung war für euch in dieser Woche am wichtigsten? Und wie bewertet ihr insbesondere die Entwicklung beim Synaptic A220, die neuen Inhalte auf PlayStation oder die aktuelle Diskussion rund um FlightSim.to? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Newsradar gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren News, Tests, Tutorials und Videos rund um die virtuelle Fliegerei auf Andiana TV verpasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus.